das Privileg, heute auf Deutsch reden zu können. Weil ich habe meinen furchtlosen Übersetzer mit mir. Wir feiern heute den 3. Sonntag nach Ostern. Today we celebrate the 3rd Sunday after Easter. Auch genannt Jubilate. Also called Jubilate. Wie das Wort schon andeutet, es geht ums Jubeln. It's about cheering. Um ewige Freude über das, was Gott uns in Jesus geschenkt hat. It's about cheering, about the eternal joy over what God has given us in Jesus Christ. Im Text unseres heutigen Evangeliums will Jesus seinen Jüngern klar machen, was ihn und was ihnen bevorsteht. The text of today's Gospel, Jesus wants to make it clear to his disciples what is awaiting himself and them. Er sagt, noch kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr. Und wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. A little while and you will not see me, he says. Then a while and you will see me. Das sind für die Jünger rätselhafte Worte. These are enigmatic words for his disciples. Sie verstehen es nicht. And they don't understand them. Es ist kurz vor Jesu Verhaftung, vor seinem Leiden und vor seiner Kreuzigung. It was just before Jesus' arrest, suffering and execution, his crucifixion. Schon mehrfach hat Jesus seinen Jüngern klar gesagt, dass er leiden und sterben muss. Jesus had clearly said to his disciples that he must suffer and die. Hier, an dieser Stelle, spricht er nicht so deutlich. But here, he doesn't speak so clearly. Und so verstehen die Jünger noch weniger. And so they understand even less. Sie diskutieren miteinander, aber sie kommen einfach nicht dahinter. They discuss this with each other, and still they don't understand it. Sie sind total verwirrt. They are completely confused. Schließlich sagt Jesus, But finally, Jesus says, Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet bekümmert sein. He says, Amen, Amen, I say unto you, that you shall weep and lament, but the world will rejoice. You will be sorrowful. Was meint er damit? What does he mean by this? Er spricht von seinem bevorstehenden Tod. He speaks of his impending death. Der wird seine Jünger in tiefe Trauer und Depression stürzen. Which will bring down his disciples into deep sorrow and depression. Alle ihre Hoffnungen und Erwartungen, die sie mit Jesus, ihrem Messias, verbanden, werden enttäuscht. All the hopes and expectations which they invested into Jesus, their Messiah, are to be disappointed. Die Welt jedoch wird sich freuen. But the world will be happy. Also alle, die Jesus nicht folgen. All those who do not follow Jesus. Alle werden froh sein, Jesus und seinen Anspruch auf ihr Leben los zu sein. Everyone will be happy that Jesus and his claims on their lives is gone. Besonders die religiösen Leute in Israel freuen sich, dass dieser unbequeme Wanderprediger zum Schweigen gebracht wird. Especially the religious people in Israel will be pleased that this uncomfortable journeying preacher has finally been silenced. Doch dann kündigt Jesus die Wende an. But then Jesus announces the turn of things. Aber euer Kummer wird sich in Freude verwandeln. He says, but your soul will turn into joy. Damit meint er seine Auferstehung, By this he means his resurrection, die Trauer in freudiges Staunen verwandeln wird. which will transform sorrow into joyful amazement. Es ist wie bei einer Geburt. It's like giving birth. Die Frau bekommt Wehen The woman goes into labor. und das sind wirklich furchtbare Schmerzen. That's terrible pain indeed. Ich spreche nicht aus Erfahrung. We both haven't experienced it ourselves. Hinzu kommt die Angst, ob es vielleicht Komplikationen geben wird. Added to this, there is the fear of complications. Nicht selten geht die Frau durch Todesängste.
not infrequently, the woman goes through the fear of death. Aber nach kurzer Zeit verblassen die Schmerzen. But after a short time, the pain fades away. Das Kind ist da. The child is there, Die Wehen sind weg. and the contractions are gone. Welch eine Erleichterung. What a relief. Er übersetzt sogar die Emotion. Welch eine Freude plötzlich. What a joy. Ich weiß noch genau, wie es war, als unsere Tochter geboren wurde. I still remember how it was when our child was born. Ist inzwischen 23 Jahre. In Pastoli's case, it was 23 years ago. Ich war dabei und hielt die Hand meiner Frau. I was there and held my wife's hand. 20 Stunden lag sie in den Wehen. She was in labor for 20 hours. Es war furchtbar, It was terrible, sogar für mich. even for myself. Doch kaum war unsere Tochter Michelle geboren, But as soon as our Michelle was born, da war meine Frau wie ausgewechselt. my wife was like a different person. Ich hätte erwartet, dass sie erschöpft in die Kisten zurücksinkt. I would have expected her to sink, exhausted into the pillows, Alle Leute wegschickt und sich erstmal erholt. to send everyone away, just wanting to finally relax. Aber stattdessen nahm sie unsere kleine Michelle in ihre Arme But instead, she took little Michelle, full of joy, into her arms und strahlte mich an. and beamed at me. Alles Leid war verblasst. All the pain had faded. Die Freude über unsere Tochter überstrahlte alles. The joy of our daughter outshone everything. Und so ergeht es auch Jesus. And it's the very same with Jesus. Nach kurzer Zeit erwartet ihn eine schmerzreiche, blutige Kreuzigung. After a short time, a little while, he expects a cruel, painful, bloody crucifixion. Die Jünger werden weinen und trauern und vor Angst sich verstecken. The disciples will weep and mourn, and hide themselves in fear. Alle Hoffnung wird in ihnen sterben. All hope will die in them. Aber genau dieser furchtbare Tod des Sohnes Gottes ist nicht das Ende. But precisely this terrible death of the Son of God is not the end. Jesus scheitert nicht am Kreuz. Jesus doesn't fail at the cross. Nein, für uns leidet er dort. No, it is for us that he suffers there. Er trägt die Strafe für unsere Sünde. He carries the penalty for our sins. Der Zorn Gottes trifft ihn, damit wir Frieden finden mit Gott. The wrath of God hits him, so that we can find peace with God. Woher wir das eigentlich wissen? How do we know this? Nun, Jesus bleibt nicht im Grab. Well, Jesus doesn't remain in the grave. Er steht von den Toten wieder auf. He rises from the dead. Und damit stellt Gott für alle Zeiten klar, And thus God makes it clear for all time Jesus ist kein Spinner, that Jesus is not a crazy man, der einfach so am Kreuz scheitert, a crazy man who faints on the cross. sondern er ist der ewige Sohn Gottes, He is the eternal Son of God, der uns freikauft von der Schuld who ransoms us from guilt und von der Macht der Sünde. and also from the terrible power of sin. Es ist genau so, wie Jesus es schon in Johannes 12, Vers 24 angekündigt hat. It's exactly as Jesus has already announced it in John 12:24. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Very so. Ich glaube, wir können uns den englischen Bibeltext an der Stelle sparen, obwohl es ein sehr guter Vers ist. Most assuredly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone.
But if it dies, it produces much fruit. Das meint Jesus, wenn er dir sagt, so seid auch ihr jetzt bekümmert, aber ich werde euch wiedersehen. Jesus means this when he says here, so you are now worried, but I will see you again. Das heißt, ich werde auferstehen. That is, I will rise again. Ich werde zu euch kommen. I will come to you. Ich werde mich euch zeigen. I will show myself to you after my resurrection. Und dann sagt er, dann wird euer Herz sich freuen. And then he says, then your heart shall rejoice. Genau das ist geschehen. And that's exactly what happened. Alle Evangelien berichten, dass die Jünger den Herrn sahen und sich freuten. All the Gospels report that the disciples saw the Lord and rejoiced. Aber jetzt kommt's. But here's the thing. Und niemand nimmt euch eure Freude. And no one will take your joy. Es ist eine unwiderrufliche, unveränderliche Freude. It is an irrevocable, immutable joy. Sie kann nicht zerstört werden. A joy that can't be destroyed. Sie kann nicht verloren gehen. You can't lose it. Alles um uns herum ist vergänglich. Everything around us is impermanent. Diese Freude aber nicht. But not this joy. Wie kann Jesus solch eine weitreichende Garantie abgeben? Now, how can Jesus give such an unlimited warranty? Erstens, First, Auferstehung bedeutet, dass Jesus niemals mehr sterben wird. resurrection means that Jesus can never die again. Lazarus zum Beispiel wurde nur zurück auferweckt. Lazarus, for example, was only resurrected into earthly life. Ins irdische Leben, um später erneut eines natürlichen Todes zu sterben. He was resurrected into earthly life, only to later die with natural causes. Ganz anders bei Jesus. It's very different with Jesus. Er wird genannt der Erstgeborene der neuen Schöpfung. He is the firstborn of the new creation. Er ist die Quelle einer ewigen Freude, He's the source of eternal joy, weil er selber ewig ist because he himself is eternal und weil er nie mehr stirbt. and never dies. Wenn du dich also an Jesus freust, When you find joy in Jesus, wenn er deine Freude ist, when he is your joy, dann wird deine Freude nie vergehen. if that is the case, then your joy will never go away, Weil Jesus nie vergeht. because Jesus will never go away. Zweitens, Secondly, Auferstehung bedeutet, dass der Tod seinen Schrecken für uns verloren hat. resurrection means that death has lost its terror for us. Er ist besiegt. Death is defeated. Zwar müssen wir weiterhin durch den irdischen Tod, It's true, we still have to go through mortal death. der Körper muss sterben. The body must die. Wir müssen ablegen, was irdisch und vergänglich ist. We have to leave behind what is earthly and just transitory. Aber weil Jesus uns gerettet hat, But because Jesus saved us, weil er uns erkauft hat, because he has purchased us, weil wir jetzt ihm gehören, because we now belong to him, gehen wir geradewegs in seine Herrlichkeit. we go straight into his glory. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 19, In John 14:19, Jesus says, weil ich lebe, werdet ihr auch leben. because I live, you also will live. Jesus garantiert uns ewige, unvergängliche Freude. Jesus guarantees us eternal, imperishable joy. Nur einer kann dir diese Freude nehmen. There's only one person that can take this joy away, Du selber. and that's you yourself. Wenn du nämlich nicht glaubst, For if you do not believe,
Wenn du dein Leben nicht auf Jesu Wahrheit baust, if you do not build your life on Jesus' truth, wenn du deine Freude nicht in Jesus suchst, if you're not looking for your joy in Jesus, wenn du so lebst, als gäbe es nur das Heute, if you live as if there is only today, als ging es nur um dein jetziges Wohlergehen, as if it's just about your present well-being, dann wirst du die wahre Freude verpassen. then you will miss the joy. Dann drehst du dich nur um dich selbst. Then you just keep circling around yourself, Und Jesus bleibt nur eine blasse, theoretische Figur in deinem geistigen Weltbild. and Jesus remains a pale, theoretical figure in your spiritual worldview. Aber was ist mit denen, die glauben? But what about those now who do believe? Sind sie immer fröhlich? Are they always cheerful? Natürlich, wir werden oft abgelenkt. Of course, we are often distracted. Wir schweben nicht auf Wolke 7. We're not always floating on clouds. Wir ärgern uns manchmal. We're sometimes angry with people. Wir leiden an Krankheiten. We suffer from disease. Wir haben Schmerzen. We're sometimes in pain. Wir spüren unsere Vergänglichkeit in so vielen kleinen Unzulänglichkeiten unserer Person. We feel our mortality in so many small inadequacies in our person. Wir versagen We fail. und ärgern uns dann über uns selber. And then we are annoyed with ourselves. Wir sind Versuchungen und Anfechtungen ausgesetzt. We are exposed to temptations and trials. Aber wenn Jesus für uns starb und auferstand, But if this is true, that Jesus died for us and rose again, dann ändert sich alles. then everything changes. Dann trägt uns eine Erleichterung, Then we can feel a relief and freedom. eine Freiheit, eine Souveränität und Freude, Relief, freedom, sovereignty and joy. auch wenn wir nicht ständig hin und hoch jauchzen. Even though we are not always floating on clouds. Der Alltag bleibt nicht grau. Everyday life is not great. Die Nöte des Lebens erkennen wir als vorläufig. That is the case. Everyday life is not great. We see the hardships of life, but only as provisional. Selbst tiefes Leid verliert seine Schärfe. Even deep sorrow and despair are not so difficult to cope with. Wir werden nicht in Verzweiflung getrieben, das hast du schon übersetzt. Weil wir wissen, Jesus ist da. Because we know that Jesus is there. Er ist dir nah. He is close to you. Er sieht deinen Kummer. He sees your grief. Er spricht mit dir durch sein tröstendes, erhellendes, richtungsweisendes Wort. He speaks to you. He is comforting, enlightening, and guiding word. Deshalb blick auf ihn. Therefore, look to him. Ruf ihn an. Call him on. Leb mit ihm. Live with him. Rechne mit ihm. Reckon with him. Leb aus seiner Kraft. Live from his power. Aus seiner Vergebung. Live from his forgiveness. Aus seiner Liebe. Live from his love. Raff dich auf. Just rouse yourself. Lauf los mit ihm und für ihn. One with him and for him. Wenn du das tust, If you do that, dann ist das ein Zeichen dafür, dass er dich festhält. that is a sign that he is with you. Und dann kann nichts dir seine Freude nehmen. And then nothing can take away your joy. Das christliche Leben speist sich nicht aus dem Abarbeiten einer Liste moralischer Verpflichtungen. The Christian life is not led by just processing a list of moral obligations. Wir leben auch nicht von der Richtigkeit unserer Ansichten. We also do not live by the correctness of our views. Die christliche Freude ist auch nicht in erster Linie ein Gemütszustand. Christian joy is not primarily a state of mind Oder eine seelische Befindlichkeit. or state of our soul.
Die christliche Freude hängt an einer Person. Christian joy depends on only one person, Jesus Christus. Jesus Christ. Weil er lebt. Because he lives. Weil er ewig Gott ist. Because he is the eternal God. Deshalb können wir ihn kennen. That's why we can learn to know him, Wir können ihm vertrauen. trust him, Und wir können ihn lieben. and love him. Wisst ihr was? Das gibt unserem Leben eine unglaubliche Stabilität. You know what? This endows our life with an incredible stability, Mit echter Hoffnung with real, true hope, und unvergänglichem Glück. and everlasting joy. Egal welche Komplikationen dieses Leben mit sich bringt. No matter what complications this life brings, Ob Krankheit oder Armut, whether it's sickness or poverty, Unfreiheit oder Sterben, whether it's lack of freedom or death, die Freude an ihm trägt uns sicher. the joy of Jesus saves us Bis in die Ewigkeit. until